Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, ob das Lernen einer Fremdsprache Sie tatsächlich, klüger macht? Eine spannende Frage, auf jeden Fall. Absolut. Sie haben uns ja hier wirklich interessante Auszüge aus der Forschung vorgelegt, Kognitionswissenschaft, Neurologie, Psychologie. Der Grundtenor scheint ja zu sein, ja, das tut es. Genau, die Hinweise darauf verdichten sich immer mehr. Unsere Mission heute ist also, wir wollen gemeinsam für Sie herausfinden, was da wirklich dran ist. Was steckt dahinter? Was sind die Kernpunkte? Okay, legen wir los. Gerne. Ein ganz zentraler Punkt in den Unterlagen, der immer wieder auftaucht. Sprachenlernen trainiert die kognitiven Fähigkeiten. Also so Dinge wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, auch Problemlösung. Richtig, man kann es sich wirklich wie ein komplexes mentales Training vorstellen. Ein echtes Workout fürs Gehirn. Es gibt da dieses Beispiel mit dem Stroop-Test, das fand ich sehr anschaulich. Den kennen Sie vielleicht. Man sieht ein Wort, zum Beispiel blau, aber es ist in roter Farbe geschrieben. Und die Aufgabe ist, schnell die Farbe zu nennen, also rot, und nicht das Wort blau zu lesen. Man muss also einen starken Impuls unterdrücken. Genau. Und die Forschung zeigt eben, dass Zweisprachige da oft Bisse abschneiden. Sie können Ablenkungen, also das geschriebene Wort, effektiver ignorieren. Das deutet dann auf eine bessere kognitive Kontrolle hin. Exakt. Das ist faszinierend, denn es zeigt, was im Gehirn passiert. Dieses ständige Wechseln, dieses Jonglieren zwischen zwei Sprachen, das trainiert ganz intensiv die sogenannten exekutiven Funktionen. Die Steuerzentrale im Gehirn sozusagen. Ja, genau die. Die ist zuständig für Planung, für Entscheidungen, für das Unterdrücken von unwichtigen Informationen oder Impulsen. Man muss ja permanent eine Sprache quasi auf die Bremse treten, während die andere aktiv ist. Das stelle ich mir anstrengend vor. Das ist es anfangs auch, aber genau dieses Training stärkt eben die kognitive Kontrolle und auch die Flexibilität, also die Fähigkeit, mental umzuschalten. Das zeigen auch verschiedene Studien, ganz deutlich. Und nicht nur das, Sie erwähnten auch das Arbeitsgedächtnis. Richtig. Das Arbeitsgedächtnis, also unsere Fähigkeit, Informationen kurzfristig zu speichern und gleichzeitig zu bearbeiten, profitiert ebenfalls. Das ist wichtig für so viele Dinge im Alltag, vom Kopfrechnen bis zum Verstehen komplexer Sätze. Das heißt, wenn ich eine Sprache lerne, werde ich vielleicht auch besser in Mathe oder beim Lesen? Die Forschung legt nahe, dass es da Übertragungseffekte geben kann, ja? Diese verbesserte geistige Wendigkeit, diese gestärkten exekutiven Funktionen, die können sich eben auch positiv auf ganz andere Bereiche auswirken. Das ist ja schon beachtlich. Aber jetzt kommt ein Punkt, der mich beim Durchsehen Ihrer Quellen wirklich, fasziniert hat. Es geht nicht nur darum, dass man Fähigkeiten verbessert, sondern das Gehirn selbst. Es verändert sich, physisch. Genau, das ist der Punkt. Das Stichwort heißt Neuroplastizität. Unser Gehirn ist keine starre Masse, es ist formbar. Es kann sich anpassen ein Leben lang. Wie ein Muskel, der trainiert wird? Ein bisschen so kann man sich's vorstellen, ja. Und Sprachenlernen scheint ein besonders effektives Training zu sein. Moderne, bildgebende Verfahren, also zum Beispiel die funktionelle Magnetresonanztomographie, fMRT, die zeigen das. Was sieht man da genau? Man sieht zum Beispiel, dass bei zweisprachigen Personen bestimmte Hirnareale, etwa der präfrontale Kortex, der ja für höhere Denkprozesse zuständig ist, stärker aktiviert sind, wenn sie Aufgaben lösen, die einen Sprachwechsel erfordern. Und das macht die Verarbeitung effizienter? Das ist die Vermutung, ja. Es scheint, als würde das Gehirn durch dieses ständige Training lernen, seine Ressourcen besser zu nutzen, effizienter zu arbeiten, wenn es um komplexe Informationen geht. Aber Sie sprachen nicht nur von Aktivität, sondern sogar von strukturellen Veränderungen. Das heißt, das Gehirn baut tatsächlich um. Es gibt deutliche Hinweise darauf. Eine oft zitierte Studie aus Schweden zum Beispiel hat gezeigt, dass intensives Sprachtraining bei jungen Erwachsenen zu einer messbaren Zunahme der grauen Substanz geführt hat. Graue Substanz, das sind die Nervenzellen, oder? Genau, die Zellkörper der Neuronen. Und diese Zunahme fand man vor allem im Hippocampus, einer Region, die absolut zentral für Lernen und Gedächtnis ist. Also ja, das Gehirn scheint sich strukturell anzupassen. Das ist wirklich erstaunlich. Und dann kam noch dieser Punkt mit dem Schutz vor kognitivem Verfall im Alter? Ja, das ist vielleicht einer der spannendsten Aspekte. Mehrere große Studien deuten darauf hin, dass bei Menschen, die über lange Zeit 2 oder mehr Sprachen aktiv genutzt haben, Demenzerkrankungen wie Alzheimer im Durchschnitt später auftreten. Später.
Wie viel später reden wir da? Die Zahlen schwanken natürlich, aber im Schnitt spricht man von etwa 4 bis 5 Jahren. 4 bis 5 Jahre. Das ist ja eine enorme Zeitspanne. Wie erklärt man sich das? Das Konzept dahinter nennt man kognitive Reserve. Man stellt sich vor, dass das Gehirn durch die lebenslange geistige Herausforderung des Sprachenlernens und Nutzens eine Art Puffer aufbaut. Eine Reservekapazität sozusagen. Ganz genau. Diese Reserve hilft dem Gehirn dann offenbar, die pathologischen Veränderungen, die bei einer Demenz auftreten, länger zu kompensieren. Die Krankheit ist zwar da, aber die Symptome zeigen sich erst später. Verstehe. Das Gehirn ist widerstandsfähiger geworden durch das Training. So kann man das zusammenfassen, ja. Okay, das sind jetzt wirklich beeindruckende Effekte auf die Denkleistung, die Gehirnstruktur, sogar den Alterungsprozess, aber Ihre Unterlagen gehen ja noch weiter. Es wird auch die sozioemotionale Seite angesprochen. Es geht also um mehr als nur klüger im Sinne von reiner Rechenleistung. Absolut. Das darf man nicht vergessen. Sprache ist ja viel mehr als nur ein Werkzeug zum Denken. Sie ist untrennbar mit Kultur verbunden, mit der Art, wie wir die Welt sehen und interpretieren. Und wenn man eine neue Sprache lernt? Dann öffnet man automatisch auch ein Fenster zu einer neuen Kultur. Man lernt neue Sichtweisen kennen, andere Normen, andere Werte. Das kann die Perspektive erweitern. Und fördert Empathie? Das legen zumindest Studien nahe, ja. Forschungen haben gezeigt, dass Mehrsprachige in Tests, die Offenheit für neue Erfahrungen und kulturelle Empathie messen, tendenziell höhere Werte erzielen. Man lernt sich in andere Denkweisen hineinzuversetzen. Man wird also nicht nur sprachgewandter, sondern vielleicht auch ein bisschen weltoffener, verständnisvoller? Das ist zumindest eine plausible Konsequenz, ja. Und es kommt noch etwas hinzu. Der Lernprozess selbst. Eine Sprache zu lernen ist ja oft mühsam. Man macht Fehler, man kommt an Grenzen, man muss dranbleiben. Oh ja, das kenne ich. Frustration ist da ein ständiger Begleiter. Eben. Und genau dieser Prozess kann die Resilienz stärken, also die psychische Widerstandsfähigkeit. Man lernt, mit Fehlern umzugehen, nicht aufzugeben. Das fördert auch eine sogenannte wachstumsorientierte Denkweise, die Überzeugung, dass man durch Anstrengung besser werden kann. Man entwickelt Durchhaltevermögen. Richtig. Und das ist ja in allen Lebensbereichen nützlich. Das klingt alles sehr überzeugend. Aber jetzt mal ganz praktisch gedacht. Für Sie als Zuhörer stellt sich ja die Frage, was bringt mir das konkret im Alltag, im Beruf? Macht sich das wirklich bemerkbar? Die Forschung liefert auch dazu Hinweise. Zum Beispiel gibt es Auswertungen, die zeigen, dass Schülerinnen und Schüler, die Fremdsprachen lernen, oft auch bei standardisierten Tests, zum Beispiel in ihrer Muttersprache oder in Mathematik, besser abschneiden. Interessant. Also wieder dieser Übertragungseffekt. Genau. Und im Berufsleben. Nun, da sind natürlich die Sprachkenntnisse selbst oft ein Vorteil, gerade in unserer globalisierten Welt. Aber darüber hinaus können eben diese trainierten kognitiven Fähigkeiten, Also Flexibilität, Problemlösung, Aufmerksamkeit. richtig, die können einen besser für komplexe Aufgaben wappnen oder für die Zusammenarbeit in vielfältigen internationalen Teams. Man ist es gewohnt, mit Ambiguität umzugehen, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Und dann war da noch der Punkt Kreativität, der in den Unterlagen erwähnt wurde. Das fand ich auch spannend. Wie passt das zusammen? Ja, das ist ein faszinierender Zusammenhang. Wenn man in einer Fremdsprache denkt und formuliert, muss man oft nach alternativen Ausdrücken suchen, Sätze anders bauen, um die gleiche Idee zu vermitteln. Man muss kreativer mit Sprache umgehen. Genau. Man verlässt die ausgetretenen Pfade der Muttersprache und einige Studien deuten darauf hin, dass dieser Prozess das divergente Denken fördert. Divergentes Denken. Das ist die Fähigkeit, viele verschiedene originelle Ideen zu einem bestimmten Thema oder Problem zu entwickeln. Also eine Schlüsselkomponente der Kreativität. Zweisprachige scheinen hier oft flexibler zu sein. Also Sprachenlernen als Kreativitätsbooster. Sozusagen, ja. Es erweitert den Denkraum. Okay, das klingt ja alles fast so gut, um wahr zu sein. Bevor wir uns jetzt aber alle Hals über Kopf in den nächsten Sprachkurs stürzen, die Unterlagen sind ja auch ehrlich und sagen, diese ganzen Vorteile, die fallen nicht einfach so vom Himmel, oder? Nein, absolut nicht. Das muss man ganz klar sagen. Es braucht Zeit, es braucht erhebliche Anstrengung und vor allem braucht es anhaltende Motivation.
Einfach nur ein paar Vokabeln lernen, das reicht bei weitem nicht. Sondern? Was ist entscheidend? Entscheidend ist das aktive, regelmäßige und möglichst immersive Üben. Also wirklich die Sprache anwenden. Sprechen, hören, lesen, schreiben. Eintauchen in die Sprache. Je mehr, desto besser. Und es hängt sicher auch von anderen Faktoren ab. Alter, Lernmethode. Natürlich, Jüngere lernen oft anders als Ältere, aber das heißt nicht, dass man im Alter keine Sprache mehr lernen kann. Die positiven Effekte auf das Gehirn scheinen auch dann noch einzutreten. Und die Methode muss passen. Sie muss motivieren. Es ist halt ein Marathon, kein Sprint. Verstanden. Also fassen wir für Sie noch einmal zusammen. Eine neue Sprache zu lernen, das scheint wirklich ein umfassendes Fitnessprogramm für unser Gehirn und unseren Geist zu sein. Ja, ein sehr vielseitiges Programm. Die potenziellen Gewinne sind beeindruckend. Von geschärften Denkfähigkeiten wie Aufmerksamkeit und Flexibilität über eine widerstandsfähigere Gehirnstruktur, die vielleicht sogar den kognitiven Abbau im Alter verzögern kann. Bis hin zu mehr Empathie, kulturellem Verständnis und sogar gesteigerter Kreativität. Es erweitert also offenbar nicht nur den Wortschatz und die Kommunikationsmöglichkeiten, sondern es formt auch die Art, wie wir denken, wie wir Probleme lösen und wie wir die Welt und andere Menschen sehen. Genau, und vielleicht ein abschließender Gedanke, den Sie mitnehmen können. Wir haben jetzt viel über die Vorteile für den Einzelnen gesprochen, aber stellen Sie sich doch mal vor, welche positiven Auswirkungen eine weit verbreitete Mehrsprachigkeit auf ganze Gesellschaften haben könnte. Auf das Miteinander, das Verständnis zwischen Kulturen, auf globaler Ebene. Ein wichtiger Gedanke zum Weiterdenken. Das war es für unsere heutige Vertiefung. Wir hoffen, diese Einblicke waren spannend und nützlich für Sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren, liken und teilen Sie sie gerne mit Ihren Freunden.